Also wer Katzen mag, der wird hier auf den Straßen glücklich. Ja, das stimmt. Hunde gibt es kaum, aber sehr viele Katzen, die sind so süß. Buongiorno aus Bella Italia. Ungewohnter Anblick. Normalerweise sind wir meistens außerhalb von Europa unterwegs. Aber wir sind hier jetzt 2 Wochen auf Sizilien, auch noch schon ein paar Tage in Palermo und sind jetzt mit dem Bus noch weiter hier an die Westküste gefahren. Genauer gesagt nach San Vito lo Capo. Das ist hier ein kleiner Ort, der vor allem für seinen schönen Strand bekannt ist. Und den schauen wir uns jetzt mal an. Da wurde uns von unserer Community nicht so viel versprochen. Ja, ich bin gerade ehrlich gesagt ein bisschen geflasht. Es ist ein richtig traumhafter Strand. Auch einer von ganz wenigen Sandstränden, glaube ich, auf Sizilien. Das ist meistens Kies. Und hier ist der Sand so richtig hell und fein und das Wasser sieht ultra schön aus. Dann hier so die Palmen, die Berge im Hintergrund. Schon traumhaft. Ja, war ein Tipp aus der Community. Ja. Also danke an dieser Stelle an euch. Cool, vielen Dank. Das Wasser sieht sehr einladend aus, aber ich glaube, es ist saukalt, oder? Ich glaube auch, es ist saukalt. Also das Wetter ist auch perfekt, aber es ist nicht so warm. Durch die Sonne fühlt es sich jetzt wärmer an. Ja, mit den Füßen kann man reingehen, aber sonst zu kalt. Nicht nur der Strand und das Wasser sind wunderschön, sondern auch die ganze Kulisse hier mit den Bergen. Und ihr seht es auch im Hintergrund, es ist noch nicht so viel los. Also wir haben jetzt Ende April, Freitagvormittag, relativ entspannte Atmosphäre. Aber ich habe auch gesehen bei Google Maps einen Screenshot, wo hier alles voller Strand liegen steht. Also am Wochenende und zur Hauptreisezeit ist hier mit Sicherheit um einiges mehr los. Aber heute tolles Wetter, entspannte Stimmung. Erster Eindruck, sehr schön hier, San Vito lo Capo. Also ich würde schon sagen, es ist einer der schönsten Strände, die wir zumindest in Europa bisher gesehen haben, oder? Ja, würde ich auch sagen. Also es ist ein bisschen bebaut, aber gerade das Wasser überzeugt mich so sehr. Es sieht einfach wunderschön aus. Genau, und es gibt ja auch mehrere Restaurants direkt am Strand oder auch dahinter. Und ich würde sagen, eine Sache, die man sich in Italien nicht entgehen lassen darf, ist leckeres Essen. Du tauchst hier schon gleich in die kulinarischen, lokalen Spezialitäten ein. Genau, also das ist einmal Arancini. Das ist so, glaube ich, die Spezialität hier auf Sizilien. Das sind Reisbällchen und die sind dann gefüllt mit Fleisch oder Schinken und das ist jetzt halt mit Spinat. Oft sind die auch mit Käse gefüllt und so. Ich habe gestern schon mal eins probiert, schmeckt richtig lecker. Ich habe mir hier so ein kleines Pizzastück geholt und so ein Tomate-Mozzarella-Sandwich. In Palermo haben wir mega die gute Pizza gegessen, so richtig schön napolitanischer Art. Die finden wir hier bestimmt auch noch. Und der Kaffee schmeckt natürlich immer sehr gut und ist günstig. Meistens kostet der Cappuccino so 1,50 €. Das finde ich sehr cool. Ich habe mir auch noch ein kleines Eis zum Nachtisch geholt, aber ich habe gerade gelernt, das ist kein Eis, sondern ein Sorbet. Und das isst man eigentlich in so einem kleinen Brötchen, Granita hier. Aber ja, ich esse es jetzt einfach mal so. Ich Kulturbanause, aber nach 2 Monaten Indien und ich glaube irgendwie 5 Kilo weniger, muss ich auf jeden Fall ein paar Kilo zulegen. Und ich sag mal so, Italien ist auf jeden Fall ein guter Ort dafür. Das hier ist unsere Unterkunft in San Vito. Richtig schön hier. Genau, das ist hier in so einem Komplex an Ferienwohnungen, nennt sich V-Top. Und wir haben halt hier einmal diese große Küche mit Essbereich, was für uns super praktisch ist. Wir machen uns hier Frühstück selber. Es gibt hier in dem Ort Supermärkte, das heißt, wir kaufen ein und kochen dann Abendessen hier, um ein bisschen Geld zu sparen. Wir haben auch noch ein schönes, großes Schlafzimmer mit einem bequemen Bett und auch ein schönes Bad. Die Dusche ist mega. Das Einzige, was nicht so geil ist, ist, dass es so ein bisschen nach Abfluss müffelt, aber darüber können wir hinwegsehen. Und die Preise dazu findet ihr dann auf unserem Blog. Wir verlinken euch natürlich die Unterkunft, also schaut gerne mal vorbei bei www.betterbeyond.de. Wir machen es uns hier abends auch gerne mal gemütlich, gucken noch einen Film oder eine Serie vorm Einschlafen und dafür brauchen wir einen VPN. Und wir nutzen seit fast 2 Jahren NordVPN. Das erhöht einerseits die Sicherheit im Internet durch Datenverschlüsselung und andererseits kann man damit von überall auf der Welt auf Streaming-Inhalte zurückgreifen, die sonst nur in Deutschland verfügbar sind. Also ich gucke aktuell zum Beispiel NBA Playoffs und dann muss ich mit einem Klick einfach NordVPN dazwischen schalten und kann die Playoff-Spiele gucken oder generell ganz viele Serien und Filme, die wir in Deutschland halt gucken, die sind in anderen Ländern nicht verfügbar. Und wenn wir dann VPN dazwischen schalten, dann können wir alles schauen, was wir wollen. Und die Handhabung ist super einfach. Man muss wirklich nur mit einem Klick einen Server auswählen. Das Ganze funktioniert sowohl am Laptop als auch am Handy. Und das Coole bei NordVPN ist, dass man einen Account auf bis zu 10 Geräten gleichzeitig nutzen kann.
Wenn ihr es mal ausprobieren wollt, dann nutzt unseren Link www.nordvpn.com/betterbeyond. Damit bekommt ihr nämlich auf alle 2 Jahrespläne bei NordVPN 4 Monate extra obendrauf und ihr findet den Link ganz oben in der Videobeschreibung. Weiter geht's mit dem Roller. Ja, es ist keine italienische Vespa, aber wir haben uns hier bei Ahlerend einen Scooter geliehen, 125er, kostet 35 € pro Tag und damit erkunden wir jetzt mal ein bisschen hier die Umgebung rund um San Vito und zwar geht es in den Zingaro Nationalpark. Here we are. 20-30 Minuten hat es gedauert hier bis zum Parkeingang. Richtig schöne Strecke entlang der Küste. Und der größte Vorteil ist mit dem Roller auf jeden Fall die Parkplatzsuche, weil hier ist einiges los. Mit dem Roller kommt man auch so in die kleinen Parklücken rein. Gehen wir zum Eingang. Dann klär uns mal auf, was man hier alles so Schönes machen kann. Genau, also es gibt verschiedene Wanderwege hier im Zingaro Nationalpark. Es sind 3 Hauptwanderwege. Es gibt einen einfachen, der ist glaube ich aber auch der schönste, der geht an der Küste entlang. Den laufen wir auch gleich. Der ist 7 Kilometer lang. Ich glaube, der ist hier eingezeichnet. Und da kommt man dann wohl immer wieder an sehr schönen Buchten vorbei. Da kann man auch schwimmen gehen. Dann gibt es noch einen medio-schweren und einen schwierigen. Die sind dann auch ein bisschen länger. Ich glaube, da braucht man mehr Wasser, mehr Zeit, Wanderschuhe und so weiter. Die gehen dann auch in die Berge hoch, oder was? Genau, da geht es dann auch hoch. Ich glaube, auf bis zu 700 Metern oder so. Das machen wir heute nicht. Ganz entspannt hier die Küste entlang. Also ich muss sagen, das sieht wirklich traumhaft schön aus. Sehr angetan bisher. Ja, ich auch. Dafür, dass am Parkplatz so viele Autos standen, ist es hier eigentlich relativ entspannt. Also es zerläuft sich dann doch hier im Nationalpark selbst. Und falls euch das Video bisher gefallen hat, dann freuen wir uns über einen Daumen nach oben. Und sollten euch mehr Videos interessieren rund ums Thema Reisen, Weltreisevorbereitung, Vlogs und Länderguides aus ganz vielen verschiedenen Regionen der Welt, dann abonniert diesen Kanal. Also die Wanderung ist wirklich traumhaft schön und die Aussichten hier fantastisch. Ja, und da ist auch so eine Grotte, die sieht ziemlich cool aus. Da gehen wir jetzt aber nicht hin, sondern wir gehen hier weiter. Ich glaube, dahinter ist noch eine schöne Bucht und da wollen wir uns mal hinsetzen und ein kleines Picknick machen. Ja, also es sieht ultra schön aus, aber wir sind jetzt nicht die Einzigen, die die Schönheit dessen erkannt haben. Also ist schon ein bisschen was los. Wir sind natürlich vorbereitet und haben noch ein paar Snacks dabei. Heute Mittag noch. Ein sehr fettes Arancini-Bällchen. Und ein Sandwich. Wir müssen noch lernen, was guten Appetit auf Italienisch heißt. Das sollte man doch schon mal in irgendeinem Restaurant in Deutschland aufgegriffen haben, oder? Schon. Ich überlege gerade, aber ich glaube, wenn ich was sage, sage ich was Dummes. Tutto bene. Wir haben uns noch mal ein ruhigeres Plätzchen hier gesucht und ja, wer auch immer uns die Empfehlung auf Instagram gegeben hat, San Vito, Lo Capo und Zingaro Nationalpark, danke an dieser Stelle, es war sehr cool. Und solltet ihr sonst noch weitere Tipps für Sizilien haben, auch gerne in die Kommentare, wenn das Video rauskommt, sind wir noch da. Palermo waren wir schon ein paar Tage, das war auch sehr schön. Dann jetzt hier, danach sind wir in Cefalu und danach geht es nach Catania, da sind wir dann noch ein bisschen länger, machen vielleicht noch Syrakus und Noto und so. Und dann geht es natürlich auch auf den Ätna drauf, der ist glaube ich vor ein paar Tagen richtig krass ausgebrochen. Man kann nicht auf dem Gipfel gerade, ich glaube nur auf 3000 Meter, da machen wir auf jeden Fall eine Wanderung und dann noch zum Stromboli. Genau, da wollen wir auch übernachten. Also Stromboli heißt auch die Insel und natürlich der dazugehörige Vulkan. Ich glaube, das wird auch noch mal richtig cool. Aber wenn ihr noch weitere Tipps habt, dann haut sie gerne in die Kommentare, weil wir haben noch ein paar Tage Zeit. Genau, und sonst so von San Vito, Lo Capo, ja, hat uns sehr gut gefallen. Ja. Sehr entspannte Atmosphäre, obwohl heute Feiertag ist. Habe ich gerade erst gelesen, Ende April, 25. April ist hier der Tag der Befreiung in Italien. Dementsprechend war wahrscheinlich heute ein bisschen mehr los als an anderen Tagen unter der Woche. Aber man hat gemerkt, das hat sich in San Vito, als wir dann so gegen die Mittagszeit gegangen sind, immer mehr gefüllt. Von daher, ja. Hat aber trotzdem einen entspannten Charakter. Also hat uns jetzt nicht gestört. Nö, war ein chilliger Ort, gutes Essen, halt nicht so günstig. Ne? Ist klar, in Europa ist jetzt nicht vergleichbar mit den Ländern, in denen wir sonst unterwegs sind. Aber das geben wir gerne aus. Dafür haben wir eine gute Zeit.
Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich weiß nicht ganz genau, ob es der Vlog wird. Der kommt dann nämlich vom Ätna und vom Stromboli, also ein Vulkan-Vlog. Oder ob noch was anderes dazwischen kommt. Ihr werdet sehen. Abonniert den Kanal Battle Beyond. Wir freuen uns, dass ihr mit dabei seid. Sonstige Anregungen, Anmerkungen, schreibt es in die Kommentare rein. Wir sehen uns nächste Woche am Samstag um 10 Uhr wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao. Bis dann. Eine Ergänzung ist mir gerade noch eingefallen, und zwar könnt ihr von hier aus in ungefähr so eine Stunde nach Erice, das ist so ein Ort, der liegt ein bisschen höher in den Bergen, und da fährt auch eine Gondel weiter nach Trapani. Trapani liegt an der Westküste und von dort aus wiederum fahren auch Fähren und Schiffe nach Favignana, heißt das, glaube ich. Das ist eine vorgelagerte Insel, die uns auch ganz viele von euch schon empfohlen haben. Also wer darauf Lust hat, der kann das von hier aus auch machen. Findet ihr auch alles auf dem Blog www.battlebeyond.de, und weitere Ergänzungen, wie gesagt, schreibt sie in die Kommentare. Wir freuen uns. Bis dann, macht's gut, ciao, ciao. Ich soll jetzt sagen, es ist 2 Uhr. Das macht doch keinen Sinn. Wie soll ich denn sagen? Ihr seht es, wir haben jetzt so Freitag und wir haben... Was haben wir denn? Lecker. Ranchini. Kann nicht sagen. Warte mal kurz.